Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Disco Elysium. Am Tag der Aufnahme ist es Dienstag, der 3. Mai 2022, 15:58 Uhr und wir sind zurück in der Revachol. Im letzten Video hat eine Abonnentin von mir, die Melly Butterfly, angemerkt, dass die Plastiktüte vielleicht dafür da ist, um Flaschen einzusammeln. Und das hat sich bestätigt in einem Tooltip, der während des eines Tipps während des Ladebildschirms. Also vielen Dank dafür. Und dann wollen wir das vielleicht heute mal noch ausprobieren. Kommt drauf an, wie weit wir jetzt kommen. So, jetzt sind wir hier vor dem Fritte, wie auch immer. Und werden da mal reinmarschieren. Gucken, was da abgeht. Also, rein da. Rüste dich in dunklen Umgebung mit einer Taschenlampe aus. So, jetzt weiß ich, ob ich es vergessen habe. Wir hätten ja noch eben die Seriennummer checken können. In der letzten Folge. Im Rundfunk läuft ein melancholischer Popsong. Okay, was ist hier? Gelbe Rosen, Dutzende von ihnen, auch Tulpen. Okay. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. Ach, der Tara. Deswegen sammelt Tara ein. So. Okay. Ja, dumme Fragen brauche ich nicht stellen. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Okay. Their logo is the bloodless rose, pure white, untouched by harm. Just ask me if you need anything from Saint Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, magnesium, and Hypnogamma. Okay. Soll ich schon was kaufen? Gucken wir uns erstmal nach oben. Wie wirken diese Produkte denn? I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Duramine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... Sie bricht mitten im Satz ab. I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying or exercising. Okay. Könnten Sie das etwas genauer erklären? Ja, ich bin ja nicht doof. Vielen Dank für Ihre Erklärung, junge Frau. Aha. Alles momentan aber recht gut. Gesundheit habe ich 2 Ladungen noch. Moral eine. Nehmen wir erstmal eine Flasche Magnesium, bitte. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Wer ist Saint Baptiste? Saint Baptiste, you know, the pharmaceuticals company. Saint Baptiste Pharmaceuticals, the one that sells meds out of Saint Baptiste. That one. There. She is right. Saint Baptiste, the company, derives its name from Saint Baptiste, the city. Itself so named because that's what it is. A rare case where that really is the full etymological history. As far as almost anyone knows, at least. Okay. Ich hab hier nur gefragt. Lonesome, long way home. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There,
At the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox, 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Okay. Okay. Das andere ist gerade nicht. Nee. Okay. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. The bottles wink at you in the light. The smokes too glitter in their wrapping. It's like looking into a kind of heaven. Your knees are weak. There, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Dies ist kein guter Ort für einen auf dem Weg der Besserung befindlichen Suchtkranken. Guess not, no. Die Angestellte wirft einen Blick auf die Waren an der Wand hinter sich und rückt dann ihre Kappe zurecht. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Ui, ist so ganz schön teuer alles. Erzählen Sie mir bitte mehr über diese Produkte. The pale aged vodka is special, I guess. It's stored in pale for a couple of years, which makes it super expensive and super strong. Was ist das Grau? You know. Sie zuckt mit den Schultern und ist nicht daran interessiert, es ausführlicher zu erklären. Okay, was passiert mit meinem Körper, wenn ich mir dieses Zeug reinziehe? I mean, I already said it'd hurt you. I don't know what else they do. Sie starrt mich unsicher an. Substances give powerful bonuses to your main stats at the cost of damage to your health or morale. Cigarettes raise your intellect while damaging your health. Alcohol raises physique while damaging your morale. Okay. Use medication, like Nosafed and magnesium, to counteract the negative effects of substances. Note: consuming substances can have unforeseen consequences for you. Okay. Also da habe ich geguckt. Okay, dann schnacken wir mal mit der Dame. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Sie widmet sich wieder ihrem Magazin. What's that magazine she's reading? Was für ein Magazin lesen Sie da? You mean this? Sie wirft einen Blick auf das Titelbild, das von einem farbenfrohen Foto zweier sich küssender Mädchen geziert wird. This is Pop Stars. It's got, like, famous people in it. It's not for sale. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. Vergessen Sie das alles. Was hat es mit diesem Bericht über die Modepolizei auf sich? Ich zeige auf das Titelbild. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. Welcher Kerl wird denn im Heft aktuell als Numero Uno gefeiert und sieht er so aus? Ich zeige auf mich. Und wer hat den besten Style? Es ist bestimmt niemand von hier. Benita. She's a model. Usually it's a model. Or a singer-songwriter. Or a model. Ja, das sagtest du bereits. Dankeschön. We are not the fashion police. We're the real police. Bevor wir weiterreden, was ist dieses Frité? I don't know. Frit? Frit. Wow, ist Frit ein Kau. Warum wird das Wort mit 3T geschrieben? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't.
The story goes that normal Fritta, with 2 T's, a men's workwear shop in Revachol, was already taken. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. Okay. Fahren wir fort. Ich habe einige Fragen an Sie. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Wie legt das Magazin auf die Seite? Hat Frit hinten im Whirling in Rex sein Lager? A warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Frit does. Kommen Sie schon. Geben Sie mir irgendeinen Ansatzpunkt. She looks up from under her brow. Fine. Frit doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Mhm. Können Sie mir etwas über die Leiche erzählen? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Ja, dann hat sich das ja eigentlich erledigt, aber ich frage trotzdem mal. Kannten Sie den Verstorbenen? Not really. Nicht wirklich. Heißt das, Sie kannten ihn ein bisschen? No. I didn't know him at all. Wie lange ist die Leiche schon dort? Ja, das sind ja 7 Tage. Was ist Ihrer Meinung nach passiert? I don't know. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. Kratzt sich an der Nase. Danke für Ihre Hilfe. Uh-huh. Hier ist ja noch was. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. The packages are small, discreet, sloppily stacked, making them easier to take unnoticed. No need to worry about knocking over a display. Was ist das? Ich zeige auf den Regenmantel. What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 real. Her attention is drawn to the raincoats. Stealing one undetected will now be more difficult. Plus eine Ausdauer. Nee, das aber vorher auch schon nicht niedrig. Okay. Oh ja, nicht unbedingt, oder? Okay. Ja, dann gibt's hier nichts weiter, nein. Schade, 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 schade. $15,48. Wieso rennt der denn jetzt? Die ganze Zeit. Ach, war Caps Lock. Okay. Schrift mit der Abkürzung IHGR. Der Industriehafen von Groß Revachol. Okay. Schnacken wir mal mit dem hier. Bastards! We have a right to work! Brüllt der Mann in Richtung der Hafentore. Seine Stimme ist die lauteste in der Menge und klingt für einen Mann seiner Größe eigenartig kreischend. Was ist hier los? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Der Leitwolf mit den breiten Schultern dreht sich zu dir. Er überragt alle anderen hier um meinen ganzen Kopf. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Warum sollte ich? We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Okay, nein, ich schätze nicht. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right
to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Von was für ein Ziel reden wir? Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make a salary, and feed their families. Okay. His manner of speaking is wooden, the tone of voice bland and uninspired, almost as if compiling replies from a set of learned phrases. Wie dem auch sei, ich habe einige Fragen an Sie. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. Er zeigt mit dem Finger auf den Mann, der auf dem Gelände sitzt. So do we, Scott. Schreit der herumlungende Mann zurück. Welches Ziel verfolgen Sie hier genau? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Sie können sich keinen Zugang verschaffen? Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Moment. Schädelvermesser? Huge Seminese guy standing up there on the overhead passage. Won't let anyone by. The access panel is right behind him. Wie schlimm kann ein Typ schon sein? Sie sehen so aus, als könnten Sie es mit ihm aufnehmen. Bad. Standing on a narrow bridge, he's got a strategically advantageous position. And he's trained. I don't know how the Union has a trained killer up there. But that one's no joke. And my men are tired and hungry. They're workers, not fighters. Wieso reden Sie nicht einfach mit den Gewerkschaftlern? Like civilized folk, you mean? These native fucks don't understand civilized. Ja, wenn man es nicht versucht. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Der Mann kratzt sich am Kiefer. Er ist perfekt geformt, kantig, von leichtem Bartwuchs bedeckt. Ich will auch in den Hafen. Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. You're trying to meet their fat boss. Ich befrage die Leute zu einem Mord, der sich hier ereignet hat, hinter dem Hostel dort. Das ist eine dienstliche Angelegenheit, über die ich mit der Außenstehenden nicht reden kann. Nee. I know nothing about a murder. Seine Antwort ist scharf und knapp. Absolut gar nichts? Wouldn't put it past these harbor bugs. They'd do anything to stay alive. Staying alive. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup, open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. Das ist echt nicht mein Fachgebiet. We are not picking a side in this just yet, sir. Okay. Pity. Let us work! Wer sind diese ganzen Streikbrecher? Ich sehe mich um. Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. Der Mann fährt sich mit der Hand durch sein stetig grau werdendes und militärisch geschnittenes Haar. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If Union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. Okay. I have a question. Why do all these men follow your leadership? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! Ich verschwinde jetzt einfach.
Ja, was ein Streik ist, weiß ich ja. Okay, oh, da liegt was. $27. Früher haben die Lastwagenfahrer vermutlich Benzin gelagert. Heute lagern sie Alkohol. Okay. Dann schnack ich mal mit dem da oben. Scab? You're hazy on the notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Ich bin kein Streikbrecher. Ich bin Polizist. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Er kichert. Doch dann realisiert er etwas. Speaking of, what brings the RCM here? To the wild north? Come to see the strife? Das ist beim Streikhaupt. Ich bin nach Martinez gekommen, um in einem Mordfall zu ermitteln. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. Vielleicht wollen Sie mir helfen, den Fall zu lösen, indem Sie mir verraten, wer es war. Of course, Policia. It wasn't me. You can rule me out. Easier that way. Oh, das stimmt. Ah. He didn't do it. It's the truth. Ich muss wissen, was sich hinter diesen Toren befindet. Ich bin auf Erkundung. My friend, I respect the right to roam. The open range awaits. Er blickt mit einem sehnsüchtigen Funkeln in den Augen über den Kreisverkehr. Heißt das, dass Sie mich durch das Tor lassen können? I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. Oder du sollst weniger trinken. If it's so simple, why did the scab leader warn you of the guards blocking the way? So einfach ist es? Ich kann einfach hineinspazieren? Aye. Walk right past Measurehead and go in. Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist there. Hm, Walk right past him, verstehe. then press the button to unlock the door, Aha, then go past him again, okay. and you enter the arbor through the office. Está. Ah, verstehe. Ich glaube, ich habe vorher ein paar Fragen an Sie. The man whispers a jaunty tune. A coastal breeze ruffles his hair. Worum geht es bei dem Streik überhaupt? You know, serious business. I'm sure the big boss will be glad to tell you. You'll have to ask him first. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike too. Just can't break the command structure and tell you now. Ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Können Sie mir ein bisschen Geld geben? Sure thing, my friend. I can help you out. Versuche sie zu fangen. The coin lands into your hand as if it has always belonged there. The swallow returns. Besten Dank. Always glad to help out the RCM. Shame I can't do more. Things are meager at the moment due to, Er deutet mit einem Nicken auf die Demonstranten. you know, the winter's fat is slowly running out and all. Still better than scabbing though. Die Gewerkschaft hat Probleme, über die Runden zu kommen? Nothing to worry about really. The jam's a bit of a mess, cargo can't get in or out. The rationing is a bit stricter is all. Supplies should last the strike though. Auch Kleinvieh macht Mist, wissen Sie? I'm always glad to help out when possible. Not like these slithering scabs. Er beobachtet sie ungläubig. Nettes Gespräch. Muss jetzt los. Okay. Ich kann jetzt versuchen... Aber wir könnten ja auch erstmal... Vielleicht ist das sinnvoller. Zu dem Gewerkschaftstreffen jetzt 16 Uhr. Vielleicht ist ja jemand da. Und wir müssen ja auch noch die Seriennummer von der Rüstung rausfinden, also von den Stiefeln.
Also müssen wir so oder so wieder zurück. Ja. Nein, warum kommt sie denn jetzt? Du blödes Musikstück, jetzt bin ich fast durch. Ja genau, wir machen jetzt diese Seriennummer. Checken wir. Was ruckelst du denn so? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Ich nehme das Funkgerät neu in die Hand. This is Precinct 57. How may I assist you? Können Sie eine Seriennummer eines Paar Panzerstiefels für mich prüfen? Sure, officer. What's the number? And the make of the armor, if you know it. E50 100 1000. Und bei der Rüstung handelt es sich um ein Fairweather T500 VE. Got it. I'll contact the ICP database immediately. Call back tomorrow. Hopefully they'll have dug up something useful by then. Ah, was ist das für eine Datenbank? The International Collaboration Police, ICP, is an inter-Isolari law enforcement service, the crown jewel in the moral intern diadem, alongside EPIS and the coalition government. Okay. Bin mit dem Funkgerät fertig. 57's over and out. Ihre Stimme verstummt im Nix. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Ich schließe die Tür. Okay. Ja, dann muss ich mich morgen wieder da melden. So, dann gucken wir mal. Dann gehen wir jetzt schnell noch da rein und gucken. Ab rein hier. Zack. Keiner da. Keiner da. Okay. Alles klar. Revachol wird Revachol. War hier nicht in so eine... War die denn noch, die Flasche? War die gar nicht hier? Ach man. Ja klar, eine liegt bei mir oben, ja. In der Putze. Wenn es auch da war in meinem Zimmer. Aber da muss ich ja nicht hin, da muss ich heute Abend essen. Ab 21 Uhr oder so. Ja gut, ich würde dann aber auch mal sagen, weil das nächste, wenn wir jetzt hoch zu den Silvinesen gehen, das wird wahrscheinlich auch ein längeres Gespräch. Und daher würde ich sagen, ja, machen wir für heute Schluss mit dieser Folge. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo wäre auch nice. Und ja, ich mache mir weiter Gedanken wegen dem nächsten Stream on Tape. Ist momentan ein bisschen lau mit Themen, beziehungsweise Themen gibt es genug, aber die meisten sind negativ und das muss ja zurzeit auch nicht sein. Deswegen. Wie gesagt, wir sehen uns aber auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.